Es gibt einen Tisch, der Ingo heißt. Er kostet 7,99 €. Er ist aus Kiefernholz, er ist massiv, er sieht nicht billig aus. Millionen von Menschen in 100 Ländern haben ihn in ihren Wohnungen, auf ihm gegessen, auf ihm gearbeitet, auf ihm Hausaufgaben gemacht, auf ihm Wein verschüttet und ihn wieder abgewischt. Er ist wahrscheinlich das am häufigsten besessene Möbelstück der Welt. Wer ihn produziert hat, in welcher Fabrik, unter welchen Bedingungen, in welchem Land, das steht nicht auf dem Etikett. Was auf dem Etikett steht, ist der Preis. Und der Name IKEA. Das Unternehmen, das diesen Tisch verkauft, ist das größte Möbelunternehmen der Welt. Es hat mehr als 400 Filialen in 57 Ländern. Es verkauft jährlich Waren im Wert von weit über 30 Milliarden €. Es bedient über 800 Millionen Besucher pro Jahr in seinen Filialen allein. Und wem gehört es? Die meisten Menschen stellen sich diese Frage nie. Sie kaufen ein Regal, sie kaufen einen Tisch, sie essen Köttbullar in der Kantine und fahren wieder nach Hause. Aber sobald man versucht herauszufinden, wem IKEA tatsächlich gehört, wird es seltsam. Denn je tiefer man gräbt, desto mehr verschwinden die Antworten. Man findet Stiftungen in den Niederlanden, Gesellschaften in Luxemburg, Kontrollstrukturen, die so kompliziert sind, dass selbst Experten manchmal widersprechen, wenn sie erklären sollen, wer am Ende wirklich entscheidet. Und genau das macht die Geschichte interessant. Denn hinter den blauen Hallen, den gelben Einkaufstaschen und den günstigen Möbeln verbirgt sich kein gewöhnliches Unternehmen. Es ist die Geschichte eines Mannes, der etwas erschaffen hat, das noch Jahrzehnte nach seinem Tod weitgehend seinen eigenen Regeln folgt. Und diese Geschichte beginnt nicht in einem Konferenzraum voller Anwälte. Sie beginnt in einem kleinen Dorf in Südschweden, mit einem Jungen, der Streichhölzer verkaufte. Ingvar Feodor Kamprad wurde am 30. März 1926 in Pietartirt geboren, einem Weiler in der Region Småland im südlichen Schweden. Småland ist nicht Stockholm. Es ist eine Landschaft, in der der Boden felsig ist, das Klima rau, die Winter lang. Menschen aus Småland haben in der schwedischen Kultur den Ruf, sparsam zu sein, nicht aus Geiz, sondern aus Notwendigkeit. Wer auf Felsboden lebt, lernt, mit wenig auszukommen. Kamprad lernte das früh, sehr früh. Mit 5 Jahren kaufte er Streichholzschachteln günstig ein und verkaufte sie mit Gewinn weiter. Mit 7 verkaufte er Weihnachtsschmuck. Mit 9 Samen und Pflanzen. Mit 11 Stifte, Papier und Radiergummis. Nichts daran war außergewöhnlich, außer der Tatsache, dass er nie wieder damit aufhörte. Das Besondere war etwas anderes. Schon damals schien Ingvar Kamprad Geld nicht als Mittel zu betrachten, sondern als etwas, das man niemals verschwenden durfte. Wer ihn später kannte, sagte, dass sich diese Eigenschaft nie verändert habe. Selbst als sein Vermögen in Milliardenhöhe geschätzt wurde, änderte sich daran kaum etwas. Möglicherweise beginnt genau hier das eigentliche Rätsel dieser Geschichte. Denn derselbe Mann, der Jahrzehnte später ein Firmengeflecht schaffen würde, das selbst Experten nur schwer durchschauen konnten, zählte schon als Kind jede einzelne Münze. Und er hörte nie damit auf. Er hatte keine besondere Ausbildung. Er litt an Legasthenie. Lesen fiel ihm schwer, Schreiben ebenfalls. Aber er besaß etwas anderes. Ein Gespür für Handel, das sich kaum erklären ließ. Und einen Ehrgeiz, der weit größer war als das Dorf, in dem er aufwuchs. 1943 gründete er IKEA. Er war 17 Jahre alt. Der Name war simpel, Ingvar Kamprad, Entarit, Agunnarit, 4 Buchstaben. Mehr nicht, niemand konnte damals ahnen, dass daraus einmal eine Marke entstehen würde, die fast überall auf der Welt bekannt sein sollte. Was dieses Unternehmen verkaufte, hatte anfangs nichts mit Möbeln zu tun. Stift und Papier, Brieftaschen, Bilderrahmen, Nylonstrümpfe, alles, was günstig zu beschaffen und mit Gewinn weiter zu verkaufen war. Die Möbel kamen erst später. Aber als sie kamen, veränderten sie alles. 1948 begann Kamprad, Möbel zu verkaufen. Rückblickend wirkt diese Entscheidung selbstverständlich. Damals war sie es nicht. Möbel waren ein Geschäft für etablierte Händler, für große Ausstellungsräume, für Menschen mit Kapital, nicht für einen jungen Unternehmer aus Småland, der bis dahin Stifte, Bilderrahmen und Kleinkram verkauft hatte. Doch Kamprad sah etwas, das viele andere übersahen. Nicht die Möbel waren teuer, der Weg zum Kunden war teuer. Zwischen der Fabrik und dem Wohnzimmer standen Händler, Großhändler, Zwischenhändler und Verkäufer. Jeder verdiente mit, jeder erhöhte den Preis und am Ende zahlte immer derselbe Mensch, der Kunde. Kamprad stellte sich deshalb eine einfache Frage, eine Frage, die später Milliarden wert sein sollte. Was passiert, wenn man fast alle dazwischen entfernt? Damals konnte niemand wissen, dass aus dieser einfachen Frage einmal das größte Möbelunternehmen der Welt entstehen würde. Mit Möbeln. Nicht als Konzept formuliert, nicht als Strategie auf Papier gebracht, sondern als Instinkt umgesetzt in Praxis. Kamprad kaufte direkt bei Herstellern. Zunächst bei lokalen Handwerkern in Småland, einer Region, die traditionell viele kleine Möbelwerkstätten hatte. Dann weiter gestreut, dann international. Er bestellte große Mengen, sehr große Mengen, und bekam dafür niedrigere Preise. Diese niedrigeren Preise gab er,
nicht vollständig, aber weitgehend, an den Käufer weiter. 1955 eröffnete er seinen ersten Showroom, nicht in Stockholm, nicht in einer Großstadt, sondern in Älmhult, einem kleinen Ort in Småland, 2 Busstunden von Malmö entfernt, an einer Straße, die auf keiner Touristenkarte stand. Kunden kamen trotzdem. Sie kamen, weil die Preise kaum zu glauben waren und weil Kamprad früh verstanden hatte, dass Menschen für günstige Preise reisen, auch wenn die Reise unbequem ist. Und dann passierte etwas, das auf den ersten Blick völlig unbedeutend wirkte. 1956 versuchte ein Mitarbeiter namens Gilles Lundgren, einen Tisch in sein Auto zu laden. Der Tisch passte nicht hinein. Also tat er etwas, das die meisten Menschen in dieser Situation getan hätten. Er schraubte die Beine ab. Plötzlich passte der Tisch. Für die meisten Menschen wäre die Geschichte an dieser Stelle vorbei gewesen. Für IKEA wurde daraus einer der wertvollsten Einfälle der Unternehmensgeschichte. Denn plötzlich ging es nicht mehr nur um Möbel. Es ging um Platz, um Transport, um Lagerkosten, um Preise und damit um etwas, das Ingvar Kamprad mehr interessierte als fast alles andere. Wie man Dinge billiger machen konnte. Das war die Geburtsstunde des Selbstaufbaus, nicht als Marketingstrategie, nicht als durchdachtes Konzept, das eine Unternehmensberatung entwickelt hatte. Als Lösung für ein praktisches Problem, wenn der Käufer das Möbelstück selbst transportiert und selbst aufbaut, entfallen die Kosten für Lieferung und Montage. Diese Kosten verschwinden. Das Möbel wird billiger, der Käufer findet das gut, der Käufer kauft. Was wie ein Kompromiss für den Käufer aussieht, du musst es selbst aufbauen. Du wirst fluchen, du wirst das Ding 3-mal umdrehen, bis du verstehst, wo Teil B an Teil A befestigt wird, ist in Wirklichkeit eine Wertübergabe. Der Käufer übernimmt Arbeit, die früher jemand anderes für Geld getan hat. Er tut es freiwillig, weil der Preis es rechtfertigt. Und er fühlt sich danach, wenn das Regal steht, wie jemand, der etwas gebaut hat. Das ist IKEA. Nicht nur günstig und mit dem Gefühl von Eigenleistung. Kamprad nannte dieses Prinzip nicht Auslagerung. Er nannte es Partnerschaft. Doch das war nur ein Teil der Geschichte. 1960 war IKEA bekannt in Schweden. 1963 eröffnete die erste Filiale außerhalb Schwedens, in Norwegen, in Oslo. 1969 folgte Dänemark. 1973 die Schweiz. 1974 Deutschland. Das Wachstum war nicht zufällig. Die entscheidende Frage war inzwischen nicht mehr, ob IKEA wachsen würde, sondern wie weit dieses Modell überhaupt getragen werden konnte. Und genau solche Geschichten werden uns auf diesem Kanal noch öfter begegnen. Wenn euch die Menschen hinter den großen Unternehmen interessieren, seid ihr hier genau richtig. Es folgte einem System, das Kamprad präzise ausgearbeitet hatte und das er wichtiger als jede strategische Planung seinen Mitarbeitern als Überzeugung vermitteln konnte, nicht als Anweisung. Neue Märkte wurden nicht durch teure Werbekampagnen erschlossen, sie wurden durch den Katalog erschlossen. Der IKEA-Katalog. Seit 1951 erschien er regelmäßig, zunächst als einfaches schwarz-weißes Heft, später als Hochglanzprodukt mit professionellen Fotos eingerichteter Räume. In seiner Blütezeit wurde er in über 2 Milliarden Exemplaren in mehr als 30 Sprachen gedruckt. Mehr Exemplare als die Bibel, sagten Journalisten gern. Das war Übertreibung, aber keine große. Millionen Menschen sahen im Katalog nicht einfach Möbel. Sie sahen ein Leben, das aufgeräumter, schöner und erreichbarer wirkte als ihr eigenes. Genau deshalb funktionierte der Katalog so gut. Sie sahen ein Leben, das möglich war, für wenig Geld, für jeden. Das war Kamprads eigentliches Genie. Nicht das Design, nicht die Logistik, nicht der Preis allein. Es war die Fähigkeit, Erschwinglichkeit nicht als Mangel darzustellen, sondern als Versprechen. Du kannst schön leben, auch ohne viel Geld. Das ist kein Luxus, das ist ein Recht. Die Gleichung war nicht falsch, sie war nur nicht vollständig. Aber genau an diesem Punkt begann die Geschichte komplizierter zu werden. 1994 schrieb eine schwedische Zeitung, Expressen, einen Artikel, der alles veränderte. Er hieß Möbelhändler mit Nazi-Vergangenheit. Was er enthüllte, war nicht erfunden und nicht aus dem Zusammenhang gerissen. Ingvar Kamprad hatte in seinen Jugendjahren in den frühen 40er Jahren Verbindungen zu einer extrem rechten Jugendbewegung in Schweden gehabt, die politisch problematische Ansichten vertrat. Er hatte an Treffen teilgenommen. Er hatte Briefe an Per Engdahl persönlich geschrieben. Respektvolle, freundschaftliche Briefe, die nicht als jugendliche Ausrutscher gelesen werden konnten. Die Verbindung dauerte bis in die 50er Jahre, diesmal gab es keinen Raum für Interpretationen. Kamprad reagierte am nächsten Tag. Nicht mit Dementi, nicht mit Anwälten, nicht mit Gegendarstellungen. Er schrieb einen offenen Brief an alle IKEA-Mitarbeiter weltweit und bezeichnete seine Vergangenheit als die größte Dummheit seines Lebens. Er bat um Entschuldigung, nicht in der abstrakten Sprache von Unternehmens-PR, sondern in direkten, persönlichen Worten. In der Unternehmensgeschichte wird dieser Moment manchmal als Beweis für Kamprads Aufrichtigkeit angeführt.
Er gestand sofort ohne zu zögern und stellte sich der Öffentlichkeit. Andere lesen es anders. Ein Mann, der 50 Jahre lang geschwiegen hatte, nicht aus Vergesslichkeit, sondern aus Wahl, und erst dann sprach, als ein Journalist die Frage stellte. Das ist kein freiwilliges Geständnis. Das ist Krisenmanagement. Vielleicht ist genau das der Grund, warum Ingvar Kamprad bis heute so unterschiedlich bewertet wird. Und diese Widersprüchlichkeit sollte später noch deutlich größere Folgen haben. Für die einen war er ein außergewöhnlicher Unternehmer, für die anderen ein Mann, der unangenehme Kapitel seines Lebens erst dann erklärte, als er keine andere Wahl mehr hatte. Er hatte in seinen Jugendjahren etwas geglaubt oder mitgemacht, das er später ablehnte. Wie tief die Überzeugung ging, wie früh die Ablehnung kam, das wissen wir nicht. Was wir wissen, er hat nie von sich aus darüber gesprochen. Vielleicht war genau das die Eigenschaft, die Ingvar Kamprad sein ganzes Leben begleitete. Er sprach über vieles, aber selten über Dinge, die ihm schaden konnten. Über seine politischen Irrtümer sprach er genauso ungern wie über sein Vermögen oder die Konstruktion, die sein Unternehmen später nahezu unangreifbar machen sollte. Denn während Millionen Menschen IKEA als Möbelhaus wahrnahmen, arbeitete Kamprad längst an etwas anderem, an einem System. Und dieses System begann nicht in einem Möbelhaus, es begann mit einem Abschied. 1973 verließ Ingvar Kamprad Schweden. Offiziell aus persönlichen Gründen, wie sein Umfeld mitteilte. Offiziell sprach man von persönlichen Gründen. In Wirklichkeit ging es um Geld. Oder genauer gesagt, um Geld, das Ingvar Kamprad nicht abgeben wollte. Die schwedischen Steuern gehörten damals zu den höchsten der Welt. Für viele waren sie der Preis eines starken Sozialstaates. Für Kamprad waren sie etwas anderes. Eine Gefahr für das, was er aufgebaut hatte. Also tat er etwas, das in Schweden viele bis heute kritisch sehen. Aus dem vorübergehenden Wegzug wurden am Ende fast 4 Jahrzehnte im Ausland. Aber bevor er ging, tat er etwas, das weit wichtiger war als der Wegzug selbst. Er begann eine Unternehmensstruktur aufzubauen, die sicherstellen sollte, dass IKEA nicht geerbt, nicht verkauft, nicht zerstückelt und soweit möglich nicht besteuert werden konnte. Die Struktur, die dabei entstand, gilt heute unter Steuerrechtlern als eines der komplexesten privaten Unternehmenskonstrukte der Welt. Und genau hier wird die Geschichte ungewöhnlich. Denn wenn man erwartet, an dieser Stelle den Namen eines Eigentümers zu finden, findet man stattdessen etwas anderes. Statt eines Eigentümers tauchen plötzlich Stiftungen auf, dazu Gesellschaften, Holdingstrukturen und Lizenzfirmen. Und irgendwann stellt man fest, dass man längst nicht mehr versucht herauszufinden, wem IKEA gehört, sondern wie es überhaupt möglich ist, dass niemand diese Frage eindeutig beantworten kann. Wer an dieser Stelle endlich einen Eigentümernamen erwartet, stößt stattdessen auf die Stichting IKEA Foundation in den Niederlanden. Sie kontrolliert den größten Teil des operativen IKEA-Geschäfts. Sie kontrolliert die Filialen, die Logistik, die Handelsgesellschaften und einen großen Teil der Infrastruktur, die den Konzern am Laufen hält. Offiziell dient die Stiftung dem langfristigen Erhalt des Unternehmens. Praktisch bedeutet sie noch etwas anderes. Sie macht es außerordentlich schwierig, Kontrolle von außen zu übernehmen. Keine Erben können das Unternehmen einfach verkaufen. Kein Investor kann Aktien aufkaufen. Keine feindliche Übernahme kann den Konzern auseinanderreißen. Die Konstruktion wurde geschaffen, um zu bleiben. Doch damit endet das System nicht, denn selbst die Stiftung besitzt nicht alles. Daneben existiert Inter-IKEA Systems, die Gesellschaft, der die Marke gehört. Ihr gehören der Name IKEA, das Konzept, die Rechte an den Möbeln und letztlich alles, was die Marke weltweit wieder erkennbar macht. An dieser Stelle beginnt der eigentliche Geldfluss. Jede IKEA-Filiale auf der Welt zahlt Lizenzgebühren für die Nutzung dieser Marke. 3% des Umsatzes, weil Jahr für Jahr, Land für Land. Bei einem Konzern dieser Größe summieren sich daraus Beträge, die in die hunderte Millionen gehen. Nicht einmal die meisten IKEA-Kunden ahnen, dass jedes Regal, jeder Schrank und jeder Tisch Teil dieses Systems ist. Das macht die Konstruktion nicht illegal, im Gegenteil. Über Jahrzehnte haben Behörden, Steuerexperten und die Europäische Kommission die Struktur geprüft. Immer wieder wurde untersucht, ob Grenzen überschritten wurden. Und immer wieder lautete das Ergebnis im Kern dasselbe. Die Konstruktion bewegte sich an den Grenzen dessen, was politisch akzeptiert war. Juristisch jedoch blieb sie bestehen. Genau darin liegt die eigentliche Besonderheit. Denn Ingvar Kamprad baute nicht nur ein Möbelunternehmen. Er baute eine Struktur, die dafür geschaffen wurde, Jahrzehnte zu überdauern. Vielleicht sogar Generationen. Deshalb ist die Frage, wem IKEA gehört, bis heute deutlich schwieriger zu beantworten, als sie zunächst erscheint. Was dann folgte, war eine Debatte, die bis heute nicht abgeschlossen ist. Ist das, was IKEA tut, das, was IKEA ist? Das eigentliche Rätsel an Ingvar Kamprad war nicht sein Reichtum. Es war sein Verhältnis dazu. Er lebte nach seinem Umzug in die Schweiz in einem normalen Haus in Lausanne. Er kaufte seine Kleidung im Second-Hand-Laden. Nicht gelegentlich als Geste, sondern konsistent als Praxis.
Er fuhr jahrzehntelang einen 1987 gebauten Volvo 240, nicht aus Nostalgie und nicht aus Ironie, sondern weil das Auto funktionierte und er keinen Grund sah, ein neues zu kaufen. Er flog Economy-Klasse, auch noch als alter Mann, auch auf Langstreckenflügen, auch wenn er am Ziel als einer der reichsten Menschen der Welt empfangen wurde. Mitarbeiter, die mit ihm gereist sind, berichteten, dass er nach dem Mittag die Brotkörbe leer essen ließ, Brot, das sonst weggeworfen würde, dass er beim Abendessen um günstigere Menüoptionen bat, ohne Ironie, ohne Scherz. Ein ehemaliger IKEA-Manager beschrieb eine Geschäftsreise, auf der Kamprad die gesamte Delegation in einen Supermarkt führte, um vor dem Hotelrestaurant günstigere Snacks einzukaufen. Äpfel, Käse, billiges Brot. Je reicher er wurde, desto weniger sah sein Leben danach aus. Sein Vermögen wurde in verschiedenen Jahren auf zwischen 30 und 70 Milliarden Euro geschätzt, je nachdem, wie man die Stiftungsstruktur bewertete und was man einrechnete. Forbes listete ihn regelmäßig und er lebte wie jemand, dem Geldausgeben körperliche Schmerzen bereitete. Das ist keine Exzentrik im Sinne eines Milliardärs mit teuren Hobbys, der gelegentlich demonstrativ bescheiden auftritt. Das war eine Haltung, so tief eingewurzelt, dass sie nicht mehr von ihm zu trennen war. Sparen war für Kamprad keine Strategie, es war Identität. Es war der Mann aus Smallland, der mit 5 Jahren Streichholzschachteln einzeln verkaufte und nie aufgehört hatte, sie zu zählen. Und doch, dieses Verhältnis zum Geld, diese ostentativ zur Schau gestellte Einfachheit, war gleichzeitig Teil der Marke. Ein Gründer, der in Billigklamotten und einem alten Volvo lebt, kann nicht verdächtigt werden, seinen Kunden zu überteuern. Er lebt ja selbst so, wie seine Kunden leben sollen. Ob das aufrichtig war oder kalkuliert, das wusste wahrscheinlich nur er selbst. Wie seht ihr das? War Kamprads Bescheidenheit ein ehrlicher Teil seiner Persönlichkeit oder wurde sie mit den Jahren auch zu einem Teil der Marke IKEA? Diese Widersprüche beschränkten sich nicht auf Ingvar Kamprad allein. Sie waren längst in IKEA selbst eingebaut. Wer schon einmal durch eine IKEA-Filiale gelaufen ist, kennt das Gefühl. Die Wirkung dieser Filialen entsteht nicht zufällig, sie ist bewusst geplant. Man betritt das Gebäude, folgt dem Pfeil auf dem Boden und geht durch Zimmer für Zimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, Kinderzimmer in einer Route, die man nicht verlassen kann, ohne das ganze Haus einmal durchquert zu haben. Es gibt Abkürzungen, die auf keinem Schild stehen, die nur Eingeweihte kennen. Wer sie nicht kennt, geht den ganzen Weg, an jedem Zimmer vorbei, an jeder Lampe, jedem Teppich, jeder Pflanze in einem Topf aus Plastik. Die Methode funktionierte so gut, dass Millionen Menschen glaubten, sie würden frei durch das Geschäft laufen. Tatsächlich folgten sie einer Route, die lange vor ihrer Ankunft geplant worden war. Dasselbe Prinzip tauchte jedoch nicht nur in den Filialen auf. Wer glaubte, das Labyrinthende an der Kasse, hatte den interessantesten Teil der Geschichte noch nicht gesehen. Je näher man der Antwort auf die Frage kam, wem IKEA gehört, desto verwirrender wurde der Weg dorthin. Und hier liegt eine Ironie, die Kamprad selbst wahrscheinlich amüsiert hätte. Das Unternehmen, das das Labyrinth als Verkaufsstrategie perfektioniert hat, ist selbst so strukturiert, dass niemand von außen einen geraden Weg durch es hindurch findet. Wer versuchte, dem Geld zu folgen, machte oft dieselbe Erfahrung. Jede Antwort führte zu einer neuen Gesellschaft. Jede Gesellschaft zu einer neuen Struktur. Und am Ende war die Frage meist komplizierter als am Anfang. Und es ist auf seine eigene Weise das ehrlichste Statement, das IKEA je gemacht hat. Das Labyrinth-Prinzip gilt nicht nur für die Möbel, es gilt für das gesamte Unternehmen. Dann geschah etwas, das die Aufmerksamkeit plötzlich auf genau dieses System lenkte. Sein Inhalt war kompakt und unangenehm. IKEA habe zwischen 2009 und 2014 durch eine Kombination aus Lizenzgebühren, konzerninternen Darlehen und Steuergestaltungsmaßnahmen in mehreren EU-Mitgliedstaaten legal, aber systematisch Steuern in einer Höhe vermieden, die der Bericht auf rund 1 Milliarde Euro schätzte. 1 Milliarde Euro. In 5 Jahren. Aus einem Unternehmen, dessen Markenkern auf dem Versprechen basiert, wir sind für alle da. Das Überraschende war nicht, dass dieses System existierte. Das Überraschende war, wie lange es funktioniert hatte, ohne dass die meisten Menschen überhaupt davon wussten. Während Millionen Kunden Regale zusammenschraubten und durch die Ausstellungsräume liefen, bewegte sich hinter den Kulissen Geld durch ein Netzwerk von Gesellschaften, Stiftungen und Lizenzvereinbarungen, das nur wenige Menschen vollständig verstanden. Genau diese Konstruktion rückte nun ins Zentrum der Kritik. Für Kritiker zeigte sich hier ein bekanntes Muster großer Konzerne. Gewinne entstanden in vielen Ländern. Ein Teil davon verschwand jedoch auf Wegen, die zwar legal waren, aber kaum jemand außerhalb von Steuerkanzleien nachvollziehen konnte. Das Europäische Parlament stimmte für eine Resolution, in der es die Praxis als schädliche Steuervermeidung bezeichnete und die Kommission aufforderte, die Steuervereinbarungen zwischen IKEA und Luxemburg zu prüfen. Resolutionen sind nicht bindend. IKEA reagierte mit einer schriftlichen Stellungnahme. Das Unternehmen zahle alle gesetzlich vorgeschriebenen Steuern in allen Ländern, in denen es tätig sei. Genau darin lag der Widerspruch. IKEA hatte sich an die Regeln gehalten.
Doch viele fragten sich inzwischen, ob die Regeln selbst das eigentliche Problem waren. Die gesetzlich vorgeschriebenen Steuern waren durch eine Architektur optimiert worden, die sicherstellte, dass so wenig wie möglich vorgeschrieben war. Das ist der Unterschied zwischen Steuerhinterziehung illegal, strafbar und Steuervermeidung legal, geduldet, aber von der Gesellschaft zunehmend kritisch beobachtet. Die Europäische Kommission leitete eine formelle Untersuchung ein. Sie dauerte Jahre. Das Ergebnis, als es schließlich kam, war ein Kompromiss. Die Niederlande wurden aufgefordert, bestimmte Steuervereinbarungen mit IKEA zu überprüfen. IKEA zahlte in einzelnen Ländern Nachforderungen. Das System selbst blieb intakt. Was das für die Zukunft bedeutet, ist eine offene Frage. IKEA wächst weiter, nicht mehr nur als Möbelhaus, sondern als Serviceunternehmen. Reparaturangebote, Rücknahme alter Möbel, Wohnungsplanung per App, Lieferung und Montage. Das Selbstaufbaukonzept, das seit 1956 das Fundament war, wird um Dienstleistungen erweitert, die das Gegenteil davon sind. Wir bauen für dich auf. Das ist kein Verrat am Grundkonzept. Es ist Reaktion auf eine Welt, in der immer mehr Menschen in kleinen Städten wohnen, keine Autos haben, keine Zeit haben, keine Lust haben, Möbelstücke in 6 Teile zerlegt im Kofferraum zu transportieren. Die Marke passt sich an, die Struktur nicht. Und das ist vielleicht der tiefste Widerspruch, den Kamprad hinterlassen hat. Er hat ein Unternehmen gebaut, das sich immer anpassen kann. In Produkten, in Märkten, in Konzepten. Und gleichzeitig eine Eigentümerstruktur geschaffen, die sich prinzipiell nicht anpassen soll. Die stabil bleibt, die kontrolliert, die ewig ist oder so nah an ewig wie eine menschliche Institution sein kann. Das kann Stärke sein, wenn die Werte, die in der Stiftung eingeschrieben sind, die richtigen sind. Wenn die Menschen, die die Stiftung kontrollieren, die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn die Mission, die Kamprad formuliert hat, mit der Welt übereinstimmt, in der wir leben. Und es kann Schwäche sein, wenn sie es nicht tun. Man könnte erwarten, dass seine Söhne nach seinem Tod einfach übernahmen. Doch genau das passierte nicht. Peter, Jonas und Matthias Kamprad wurden zwar oft als Erben des IKEA-Gründers bezeichnet, doch wer genauer hinschaute, bemerkte schnell, dass ihre Rolle ungewöhnlich war. Sie standen nicht an der Spitze eines klassischen Familienunternehmens. Sie erbten keinen Konzern, den sie nach Belieben verkaufen, aufteilen oder an die nächste Generation weitergeben konnten. Aber sie sind nicht Ingvar. Das sagen sie selbst in den seltenen Momenten, in denen sie darüber sprechen. Sie sind die nächste Generation eines Unternehmens, das so gebaut wurde, dass es keine nächste Generation im klassischen Sinne benötigt. Die Familie blieb einflussreich. Die eigentliche Kontrolle lag jedoch weiterhin in jener Struktur, die Ingvar Kamprad über Jahrzehnte aufgebaut hatte. Und hält Positionen, die Einfluss ermöglichen, ohne dass dieser Einfluss transparenter wird. Genau das könnte die ungewöhnlichste Hinterlassenschaft Ingvar Kamprads sein. Er baute ein Familienunternehmen, das irgendwann nicht mehr von einer Familie abhängig war. Ingvar Kamprad hat IKEA nicht als Erbe hinterlassen, das man anfassen kann. Er hat es als Idee hinterlassen, in Stiftungssatzungen eingeschrieben, in Unternehmensphilosophien formuliert, in einem Dokument namens Das Testament eines Möbelhändlers, das er 1976 schrieb und das bis heute in allen IKEA-Führungstrainings verwendet wird. In diesem Dokument steht viel über Sparsamkeit, über Einfachheit, über die Überzeugung, dass Verschwendung eine Sünde ist und dass der Preis stimmen muss, damit die Mission stimmt. Es ist ehrlich geschrieben, mit dem Ton eines Mannes, der tatsächlich glaubte, was er schrieb. Es steht wenig darüber, wer die Gewinne bekommt, wer die Stiftung kontrolliert, wie Entscheidungen über die Stiftung getroffen werden, wer die Stiftungsräte sind, ihre Namen sind nicht vollständig öffentlich und nach welchen Kriterien sie ausgewählt werden. Das ist vielleicht der aufrichtigste Satz, der nie geschrieben wurde. 2014, nach 40 Jahren in der Schweiz, zog Ingvar Kamprad zurück nach Schweden. Er war 88 Jahre alt. Er lebte nun in Agonarid, dem Ort seiner Kindheit, wenige Kilometer von dem Hof entfernt, auf dem er aufgewachsen war, an denselben Seen, zwischen denselben Wäldern, in einer Landschaft, die sich in 70 Jahren nicht wesentlich verändert hatte. Nach 40 Jahren kehrte er an den Ort zurück, an dem alles begonnen hatte. Nicht als junger Unternehmer, nicht als Gründer, sondern als einer der reichsten Menschen der Welt, der dorthin zurückkehrte, wo er einmal mit einem Fahrrad Streichhölzer verkauft hatte. Auf die Frage, warum er zurückgekehrt war, gab Kamprad nie eine einzige Antwort. Mal sprach er von Heimat, mal von seiner Kindheit, und manchmal antwortete er mit derselben nüchternen Ehrlichkeit, die ihn sein Leben lang begleitet hatte. Die schwedischen Steuern seien inzwischen akzeptabler geworden. Dieser zweite Satz wurde von Journalisten ausführlich kommentiert. Er war entwaffnend ehrlich oder unverschämt offen, je nach Perspektive. Ein Mann, der sein Land verlassen hatte, weil er keine Steuern zahlen wollte und der zurückkehrte, als die Steuern niedrig genug waren. Kein Bedauern, keine Entschuldigung, nur eine nüchterne Feststellung, wie von jemandem, der seinen Entscheidungen nie Sentimentalität gegönnt hatte. Kamprad war immer nüchtern gewesen in seiner eigenen Beschreibung. Wenn er sparsam war, nannte er es sparsam. Wenn er für Steuervermeidung ins Ausland gezogen war, nannte er es das auch.
Das war auf seine eigene Art eine Form von Ehrlichkeit, die entwaffnendste aller Waffen in einem öffentlichen Diskurs, der an Euphemismus gewöhnt ist. In Agunnaryd war er beliebt. Er grüßte die Nachbarn. Er kaufte beim lokalen Bäcker. Er kannte die Kellner in dem Restaurant, in dem er ab und zu aß, beim Namen. Er war einer der reichsten Menschen der Welt und er lebte, als wäre er einer der gewöhnlichsten. Er trank Whisky, das war bekannt. Manchmal zu viel, das war auch bekannt. Er sagte einmal, der Whisky sei das teuerste, was er kaufe. Dann lachte er. Am 27. Januar 2018 endete die Geschichte von Ingvar Kamprad dort, wo sie begonnen hatte. In Småland. Nicht in einem Vorstandsbüro, nicht in einer Stiftung, nicht zwischen Anwälten und Steuerberatern, sondern zu Hause. Die Meldung kam zuerst über die schwedische Nachrichtenagentur TT, knapp sachlich. IKEA bestätigte wenige Stunden später. In Dutzenden von Ländern erschienen Nachrufe auf den Titelseiten oder als prominente Meldungen. Der Mann, der das Bücherregal miterfunden hatte, mit dem eine ganze Generation eingerichtet worden war, nicht nur in Wohnzimmern, sondern in einer kulturellen Vorstellung davon, wie ein modernes, erschwingliches Leben aussehen kann. Der Mann hinter dem Namen, den Milliarden von Menschen kannten, ohne je über ihn nachgedacht zu haben. Für viele Schweden war er die Verkörperung einer Erfolgsgeschichte, wie sie nur selten entsteht. Ein Mann, der auf dem Land begann und eine Marke schuf, die beinahe jeder Mensch auf der Welt kennt. In anderen Ländern wurde kommentiert, was in Schweden gelegentlich ausgelassen wurde. Die 40 Jahre im steuergünstigen Ausland. Die Steuerstruktur, die ein Jahrzehnt vor seinem Tod die Europäische Kommission beschäftigt hatte. Die Nazi-Vergangenheit, die er selbst als größten Fehler seines Lebens bezeichnet hatte. Die Frage, ob das, was er als Gemeinwohl darstellte, die Stiftungsstruktur, die gemeinnützige Kontrolle, das unveräußerliche Unternehmen tatsächlich dem Gemeinwohl diente oder einer sehr spezifischen Vision davon, der Vision eines Mannes aus Småland, der entschieden hatte, wie die Welt wohnen soll. Viele dieser Fragen starben nicht mit Ingvar Kamprad, sie existieren bis heute. Als Ingvar Kamprad sein Unternehmen gründete, kannte er die Menschen, die seine Möbel herstellten. Jahrzehnte später war IKEA so groß geworden, dass niemand mehr behaupten konnte, jeden Teil der eigenen Lieferkette wirklich zu kennen. Das ist nicht Gleichgültigkeit. Es ist das mathematische Problem jedes globalen Unternehmens, das Tausende von Zulieferern weltweit koordiniert. Aber es hat Konsequenzen. Mit der Größe kamen Fragen, die sich in den 50er Jahren niemand gestellt hatte. Wer produziert die Möbel? Unter welchen Bedingungen? Und wer trägt Verantwortung, wenn am anderen Ende der Lieferkette etwas schiefläuft? IKEA ließ die Verhältnisse überprüfen, kündigte Verbesserungen an. Ähnliche Berichte kamen in den folgenden Jahren aus Polen, aus der Ukraine, aus Vietnam, aus Bangladesch. In manchen Fällen stellten externe Audits fest, dass die realen Bedingungen in Zulieferbetrieben nicht dem entsprachen, was IKEA in seinem Lieferantenkodex als Standard vorschrieb. IKEA reagierte auf diese Vorwürfe mit Untersuchungen, neuen Vorgaben und Verbesserungsprogrammen. Kritiker hielten dagegen, dass genau das fast jedes globale Unternehmen sage, sobald Probleme öffentlich werden. So sprechen viele globale Unternehmen, wenn öffentliche Verantwortung eingefordert wird. Es ist nicht nichts, es ist auch nicht genug, zumindest nach Ansicht derjenigen, die die Berichte schreiben. Jahrzehnte nachdem Kamprad die ersten Möbel verkauft hatte, stand IKEA vor einer völlig anderen Herausforderung. Nicht mehr die Frage, wie Möbel günstiger werden, sondern wie ein globaler Konzern dieser Größe überhaupt nachhaltig funktionieren kann. Es war eine ambitionierte Ankündigung, und es war eine Ankündigung, die in einer Stiftung getroffen wurde, die keiner Hauptversammlung, keinem Aktionärsabstimmung und keinem öffentlichen Regulierer gegenüber rechenschaftspflichtig ist. Das Ziel kann erreicht werden. Es kann auch nicht erreicht werden. Der Unterschied, den eine Stiftungsstruktur macht: Es gibt keine externe Instanz, die es im Zweifelsfall erzwingen kann. Vielleicht ist das die unbequemste Frage in der gesamten Geschichte von IKEA. Wie günstig darf etwas sein, bevor jemand anders den Preis dafür bezahlt? Eine einfache Antwort darauf hat das Unternehmen bis heute nicht gefunden. Und genau hier interessiert mich eure Meinung. Gibt es für euch einen Punkt, an dem ein niedriger Preis nicht mehr das wichtigste Argument ist? Dieses Problem betrifft nicht nur IKEA. Es ist ein strukturelles Problem der globalen Konsumgüterproduktion. Aber bei einem Unternehmen, dessen gesamte Identität auf der Idee des demokratischen Zugangs zu Schönheit basiert, fällt es besonders auf. Und die Stiftungsstruktur, die eine externe Überprüfung systematisch schwieriger macht als bei börsennotierten Unternehmen, macht die Debatte nicht einfacher. Die meisten Menschen werden niemals einen Stiftungsbericht lesen. Wahrscheinlich gehörst auch du dazu. Sie werden niemals nach Leiden reisen. Sie werden niemals versuchen, die Eigentümerstruktur von IKEA zu verstehen. Und ehrlich gesagt müssen sie das auch nicht. Denn für die meisten Menschen ist IKEA kein Unternehmensgeflecht. Es ist ein Regal, ein Bett, ein Schreibtisch, eine Lampe, ein Ort, an dem man an einem Samstag durch Ausstellungsräume läuft und am Ende vielleicht mit Dingen nach Hause fährt, die man ursprünglich gar nicht kaufen wollte. Genau darin liegt die eigentliche Leistung von Ingvar Kamprad.
Er schuf ein Unternehmen, das so groß wurde, dass Milliarden Menschen seine Produkte kennen. Aber so komplex, dass nur wenige Menschen verstehen, wie es tatsächlich funktioniert. Die Möbel sind einfach, das Unternehmen dahinter ist es nicht. Und vielleicht war genau das beabsichtigt. Kamprad verbrachte sein Leben damit, Kosten zu senken, Zwischenhändler zu entfernen, Prozesse zu vereinfachen, Möbel einfacher zu machen. Gleichzeitig schuf er eine Eigentümerstruktur, die mit jeder neuen Ebene komplizierter wurde. Je größer IKEA wurde, desto schwerer wurde es, die Kontrolle dahinter zu erkennen. Heute sitzen Manager in verschiedenen Ländern. Stiftungen kontrollieren Milliardenvermögen. Juristen verwalten Konstruktionen, die Jahrzehnte überdauern sollen. Und der Mann, der all das aufgebaut hat, liegt auf einem kleinen Friedhof in Smallland. Ohne großes Denkmal, ohne Marmorsäulen, ohne Wolkenkratzer mit seinem Namen. Dort steht lediglich ein schlichter Grabstein mit seinem Namen, Ingvar Kamprad. Wahrscheinlich hätte ihm genau das gefallen. Nicht die Diskussionen über Steuern, nicht die Debatten über Stiftungen, nicht die Frage, wem IKEA gehört, sondern die Tatsache, dass irgendwo gerade jemand an einem einfachen Holztisch sitzt. An ihm wird gearbeitet, gegessen, gelernt, gestritten und gelacht. Und wahrscheinlich denkt diese Person keine Sekunde darüber nach, wer diesen Tisch möglich gemacht hat. Der Tisch funktioniert, das reicht. Für den Kunden vielleicht, für die Geschichte dahinter nicht. Denn je länger man sich mit IKEA beschäftigt, desto deutlicher wird, das Unternehmen verkauft Möbel. Aber die eigentliche Erfindung von Ingvar Kamprad war nie ein Regal. Sie war ein System. Und dieses System besteht bis heute fort. Wenn euch genau solche Geschichten über die Menschen hinter den bekanntesten Unternehmen der Welt interessieren, unterstützt den Kanal gern mit einem Like und einem Abonnement. Oft sind es nicht die Produkte selbst, sondern die Entscheidungen dahinter, die die spannendsten Geschichten erzählen.